Hallo und willkommen zu unserem heutigen Gespräch. Die Kirchen in Deutschland, die stehen ja vor riesigen Herausforderungen. Absolut. Mitgliederschwund, gesellschaftlicher Wandel, das kennen wir. Genau. Und da fragt man sich schon, wie können Kirchen da heute noch relevant sein? Wie erreichen die überhaupt noch Menschen? Ja, und genau das schauen wir uns heute mal genauer an. Da gibt es eine interessante Studie vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD, also der Evangelischen Kirche. Von 2020 ist die. Okay, was haben die gemacht? Die haben klassische Kirchengemeinden, also die Parochien, verglichen mit neueren Formen, die nennen sich Fresh Acts. Fresh Eggs, habe ich schon mal gehört. Genau. Und die Kernfrage ist, wie stark sind beide Formen eigentlich in ihrem lokalen Umfeld verankert? Also im sogenannten Sozialraum. Sozialraum, also das direkte Umfeld, die Leute da, die Bedingungen vor Ort. Exakt. Der spezifische Mix aus Menschen, sozialen Strukturen, ja, Herausforderungen auch. Gut. Unsere Aufgabe für Sie heute ist also, was sind da die wirklichen Unterschiede? Gibt's vielleicht auch Gemeinsamkeiten? Und, ganz wichtig, sind diese neuen Fresh Eggs-Formen denn wirklich näher dran an den Leuten? Und hängt die Zufriedenheit der Gemeinden damit zusammen, wie sehr sie sich auf dieses Umfeld einlassen? Spannende Fragen. Okay, dann lassen Sie uns mal draufschauen. Fangen wir mal mit dem Ort an. Das ist ja schon, wie soll ich sagen, ein echter Paukenschlag, oder? Ja, das kann man so sagen. Die Zahlen sind deutlich. Klassische Parochien, meistens auf dem Land. Über 60% in Dörfern, sagt die Studie. Mhm. Und Fresh Eggs? Das komplette Gegenteil. Echte Stadtpflanzen sozusagen. 73% in Metropolen, Groß- oder Mittelstädten. Das sind ja wirklich völlig andere Welten. Absolut. Und dieser Standort, der prägt natürlich alles Weitere. Fresh Eggs sind laut Studie häufiger in sozial schwierigeren Umfeldern aktiv. Was heißt das konkret? Mehr Migration, mehr Armut, Arbeitslosigkeit, teilweise auch höhere Kriminalität. Die Studie formuliert es so: Fresh Eggs sind stärker in prekären sozialen Umgebungen angesiedelt als die klassischen Parochien, Okay, das ist eine klare Ansage. während die Parochien gerade auf dem Land eher mit Abwanderung kämpfen, Überalterung. Also die Herausforderungen sind wirklich grundverschieden. Jetzt kommt aber was Unerwartetes, finde ich. Thema Netzwerke. Ah ja, das ist interessant. Man würde ja denken, Fresh Eggs sitzen in Städten. Da gibt's mehr potenzielle Partner, Vereine, Initiativen, Behörden. Rein statistisch ja, das stimmt. Mehr Möglichkeiten. Aber laut Studie haben die traditionellen Parochien häufiger tatsächlich Kontakt. Also zur Diakonie zum Beispiel oder zu kommunalen Gremien. Das hat mich echt überrascht. Ja, faszinierend, nicht wahr? Wie kann das sein? Genau. Müssten nicht gerade die Neuen viel stärker netzwerken, um Fuß zu fassen? Eine mögliche Erklärung. Netzwerke brauchen Zeit. Vertrauen muss wachsen. Die Parochien haben da oft Jahrzehnte Vorsprung. Mhm, klingt logisch. Fresh Eggs mischen da vielleicht wirklich oft bei Null anfangen. Es könnte aber auch strategisch sein. Wie meinen Sie das? Naja, vielleicht suchen Fresh Eggs bewusst andere Kontakte abseits der üblichen kirchlichen Bahnen. Eben um Leute zu erreichen, die die Parochie nicht erreicht. So eine Art Arbeitsteilung. Ah, okay, das wäre eine bewusste Entscheidung dann. Genau. Und noch ein interessanter Punkt am Rande. Gerade Landgemeinden, die ja oft weniger potenzielle Partner haben, nutzen diese Kontakte dann oft sehr, sehr effizient. Okay, verstanden. Das zeigt sich dann sicher auch im Fokus der Arbeit, oder? Ja, ganz deutlich. Fresh Eggs legen laut Studie mehr Wert auf religiöse und missionarische Ziele. Also Verkündigung, Glaubensvermittlung? Zum Beispiel. Und sie sprechen gezielt Gruppen an, die bei klassischen Gemeinden manchmal etwas, weniger im Fokus stehen. Wen dann zum Beispiel? Singles, Paare ohne Kinder, auch Alleinerziehende. Die Studie sagt explizit, Fresh Eggs richten ihre Arbeit stärker als Parochien auf Singles, Alleinerziehende und Paare aus. Okay. Und die Parochien? Die konzentrieren sich traditionell stärker auf soziale Aspekte, Seelsorge. Mit den klassischen Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, Ältere. Das passt ja zu dieser Idee. Sie sagten Fresh Eggs als G-Struktur. Genau, das ist so ein Begriff dafür. Aktiv rausgehen zu den Menschen. Während die parolische eher eine Komm-Struktur hat. Man erwartet, dass die Leute in die Kirche kommen. Klingt an sich logisch, aber Moment mal, wenn wir das jetzt verbinden,
FreshX wollen raus zu neuen Gruppen, haben aber, wie wir gehört haben, oft weniger etablierte lokale Netzwerke. Das klingt doch nach einer echten Zwickmühle. Ja, das ist es in der Tat. Ein Spannungsfeld. Und das führt uns direkt zur Frage der Zufriedenheit. Ah, ja, die Zufriedenheit. Wer ist denn zufriedener? Interessanterweise berichten die FreshX insgesamt eine leicht höhere Zufriedenheit mit ihrer aktuellen Situation als die traditionellen Gemeinden. Ach wirklich? Okay. Das spricht ja erstmal für das neue Modell. Aber woran liegt's denn? Gibt die Studie da Hinweise? Ja, und hier wird's jetzt wirklich spannend. Fast schon paradox. Oh. Erzählen Sie. Also bei den Parochien hängt die Zufriedenheit stark an, sagen wir mal, klassischen Erfolgsfaktoren. Das heißt, Viele junge Familien im Gebiet, das ist gut, besonders in Städten. Eine gute Infrastruktur, wichtig in Kleinstädten. Und auf dem Land? Zufriedenheit korreliert mit mehr Kontakten nach außen. Also alles recht nachvollziehbar. okay, das leuchtet ein. Und bei FreshX? Da ist es anders. Und das ist, finde ich, der eigentliche Knackpunkt der Studie. Die Zufriedenheit bei FreshX hängt überraschenderweise stärker mit der Ausrichtung auf, jetzt halten Sie sich fest, ebenfalls klassische Zielgruppen zusammen. Wie bitte? Welche denn? Kinder, Jugendliche, Familien, Ältere, sogar Einkommensschwache. Also genau die Gruppen, die auch Parochien traditionell im Blick haben. Aber das ist ja total paradox. Die treten an, um neue Wege zu gehen, Singles zu erreichen, Paare ohne Kinder und fühlen sich dann zufriedener, wenn die doch wieder das klassische Programm fahren. Genau das legen die Daten nahe. Es ist wirklich verblüffend. Was könnte dahinter stecken? Tja, gute Frage. Vielleicht trifft der Wunsch nach Innovation auf die harte Realität. Dass sich Erfolg oder zumindest das Gefühl von Erfolg mit bekannten Rezepten, mit bekannten Zielgruppen halt leichter einstellt. Vielleicht ist das Messbare da einfacher. Das wirft natürlich Fragen auf, was die eigentliche Zielsetzung angeht. Absolut. Fühlt man sich erfolgreicher, wenn man sich auf Bekanntes konzentriert, auch wenn die ursprüngliche Idee vielleicht eine andere war? Puh, okay. Fassen wir also mal für Sie zusammen. Gerne. Standort Land versus Stadt, dann die Vernetzungspotenzial versus tatsächliche Kontakte, wo die Parochien oft noch die Nase vorn haben, der Fokus religiös-missionarisch bei FreshX, sozial-seelsorgerlich bei Parochien, mit unterschiedlichen Zielgruppen. Und eben diese überraschende Wendung bei der Zufriedenheit, wo die Neuen zufriedener sind, wenn sie sich doch eher auf altbekannte Gruppen konzentrieren. Genau. Beide Formen ringen also auf ihre ganz eigene Weise darum, in dieser sich wandelnden Gesellschaft relevant zu bleiben. Und das ist ja, wie Sie sagten, nicht nur für Kirchen relevant. Das zeigt ganz generell, wie Organisationen versuchen, auf lokale Bedürfnisse einzugehen, sich anzupassen, mit sehr unterschiedlichen Strategien und nicht immer geradlinigen Ergebnissen. Und damit geben wir Ihnen noch eine letzte Frage mit auf den Weg zum Nachdenken. Wenn diese neuen Gemeindeformen, diese FreshX, gerade dann zufriedener sind, wenn sie sich doch wieder auf die klassischen kirchlichen Zielgruppen fokussieren. Was bedeutet das dann wirklich für die Idee, Menschen zu erreichen, die der Kirche bisher eher fernstehen? Ist das dann überhaupt noch der richtige Weg?